Sheesh, was geht? Heute gibt es eine weitere Folge Pack-Openings, und zwar Weekend League-Belohnung, aber heute ganz besonders, denn wir haben hier ein Deutschland-Trikot. Ich habe mich natürlich mal wieder nicht lumpen lassen. Das aktuelle, also fast aktuell, heute mit Nationalspielern. Wir haben Timo Werner am Start und Kevin Trapp. Dazu kommen wir gleich. Ich würde sagen, wir kommen jetzt erstmal ins Hotel rein, ganz entspannt und gönnt euch auf jeden Fall. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Hinter der Kamera ist gerade Seko. Müsst ihr auf jeden Fall auch abchecken. Hat auch ein Video gemacht. In der Beschreibung verlinkt. Ihr wisst Bescheid. Danke an Adidas. Vielen Dank. So, wir müssen jetzt leise sein. So, wir sind jetzt hier und ja, ich habe zwei ganz spezielle Gäste. Zum einen hier den guten Kevin. Servus. Was geht? Und klar. zu meiner Linken den Timo. Hi. Und wir machen jetzt meine Weekend League Belohnung auf. Die habe ich mir extra aufgespart hier für euch. Also, Bin mal gespannt. Ja. Ich hoffe, dass es sich gelohnt hat. Ja, also wenn ihr mich enttäuscht, dann nehmen wir nicht nochmal auf. Nee, ich bin sehr gespannt. Also das ist immer so ein Moment, wo man, ja, ich weiß nicht, ob wir das, du hast gesagt, du kennst das auch mit dem Ultimate Team, wo man dann einfach hofft, hoffentlich hat sich das gelohnt, die ganze Zeit, die man da reingesteckt hat. Hier sind die beiden Spielerwahlobjekte. Für dich ist es neu, ne? Für mich ist es neu, aber ich freue mich sehr zu sehen, weil dann kann ich noch ein bisschen was lernen. Ja, ich kann euch das mal zeigen. Also erstmal, was man ziehen kann. Du wirst es ja wahrscheinlich wissen, das Team der Woche, das aktuelle, das haben wir hier. Das ist die 11, die wir ziehen können in den Player-Picks. Und wir sehen oben rechts den guten Timo, genau. Wenn ihr mir die Karte zieht, dann machen wir das nochmal. Ich bin mal gespannt. Also, und die sind dann immer so rot, gell? Genau, die sind nicht tauschbar sind. Irgendwie so. Ganz genau. Das sind dann diese alle in Rot. Ja, ich hoffe mal, dass ihr da einen glücklicheren Daumen habt als ich. Aber man hat eine Auswahl, oder? Man hat eine Auswahl von 4 Spielern. Okay. Genau. Ich kann euch auch mal mein Team zeigen. Da kannst du, denke ich, mal 1, 2 Takte zu sagen. Du kennst dich ja ein bisschen aus. Dieses neue System habe ich noch nicht ganz verstanden, weil du hast ja jetzt Aubameyang im Mittelfeld und Matuidi im Sturm. Genau. Aber irgendwie durch so eine Tastenkombination kannst du das ja im Spiel tauschen, dass die dann auf irgendein anderes System und dann der im Sturm spielt, oder? Genau, du kannst am Anfang kannst dynamische Taktiken einstellen. Das ist hier, wenn ich Dreieck drücke, dann gehe ich auf individuelle Taktiken. Dann kann ich hier, da sieht man sehr defensiv, offensiv und sehr offensiv. Das sind dann diese Regler, die man da unten sieht. Ja. Und dann kann ich im Spiel einfach nur mit dem Steuerkreuz, wenn ich nach links drücke, dann geht er auf defensiv und dann stellt er automatisch auf diese Formation um. Okay. Und ich kann auch die einzelnen Positionen verschieben. Ne? Das heißt, ich stelle dann in dem Fall einen Matuidi auf die linke Verteidigerposition, einen Roberto Carlos, weil der halt überragende Werte hat, stelle ich ins Mittelfeld. Frage an euch, wir haben da jetzt 5 Ikonen. An dich, Kevin. Hast du mit einem oder gegen einen von denen schon gespielt? Gegen Ballack habe ich gespielt, ja. Gegen Ballack? Gegen Ballack habe ich gespielt, als er noch in Leverkusen war, da war ich noch in Lautern. Da hat er sogar ein Tor gegen mich geschossen, das war ein Fehler von mir sogar, also von daher erinnere ich mich sogar noch sehr gut. Ja gut, aber Ballack hatte auch einen überragenden Schuss. Ne? Ja, aber das war mit links, aber der Schuss war nicht so, muss ich ehrlich sagen, nicht so gut. Ja gut, passiert, ne? Aber ja, passiert. Ja, Torwart ist undankbar, ne? Wenn du einmal irgendwie... Ja, wenn du ihn hältst, dann ist es halt, den musst du machen, und wenn du einen Fehler machst, dann ist es einfach schlecht. Aber ja, und ich meine, bei dir ist so, wenn du mal ein leeres Tor daneben haust, okay, dann machst du halt danach nochmal einen rein und dann redet keiner mehr drüber. Ne? Und wenn man trotzdem gewinnt, ist es auch egal. Ja, du kannst auch 10 daneben schießen, wenn du das Entscheidende machst, dann bist du Held. Und als Torwart von 10 Bällen 9 überragend hältst, aber den entscheidenden Fehler machst, dann redet jeder mit darüber. Ja, dann bist du dann auch in jedem Jahresrückblick, ne? Ja, das sowieso, ja. Aber das ist das Schicksal von uns. Ja, also muss sagen, bei der Torwartposition habe ich echt Respekt. Die Ikonen sind ja doch deutlich teurer, oder? Die sind deutlich teurer. Aber findet ihr die auch deutlich besser als zum Beispiel so ein Links-Mittelfeld, Nedved, als ein Hazard jetzt zum Beispiel? Die haben halt spezifische Fähigkeiten. Also häufig, also jetzt wird nur das zum Beispiel bei Nedved, der hat 5 Sterne Weakfoot. Okay. Das ist natürlich überragend. Azar ist auch ein extrem starker Spieler. Der große Vorteil, in dem Fall ist es egal, aber der große Vorteil ist, dass die Ikonen einfach mit allen Spielern linken. Okay, ja. Und einen Azar kann ich da auch einbauen, weil ich da einen Bergkamp und einen Roberto Carlos habe. Das ist dann kein Problem. Ist eine Investitionsgeschichte. Ich habe mir den gekauft und für 980.000 und ich will den wieder verkaufen und das mit Gewinn. Und da geht noch eine 5%ige Steuer ab, wenn man verkauft, vom Verkaufspreis. Und das heißt, ich muss den für 1 Million und weiß ich nicht, noch ein bisschen mehr verkaufen, damit sich das lohnt. Und bisher bin ich schon Schluss geworden. Aber ja, die Kunden sind schon extrem stark und ich würde sagen, dann kommen wir auch zu den Packs. Ihr habt ja gerade auch schon gezogen. Ne? Wer von euch hatte das größere Pack-Lack? Wer hat den besseren Spieler gezogen? Wisst ihr das noch? Bei Sekos Video. Ist übrigens unten verlinkt. Keine Ahnung.
Okay, dann würde ich sagen, ist auch egal. Du hast die magischen Hände als Torwart. Ja, sollte ich. Sollst du, ne? Bin ich mal gespannt. Bin ich auch gespannt, Kevin, jetzt. Ja. So, jetzt kommen die 4 Picks. Ei. Ja. Uff. Ja gut. Kennt ihr einen davon? Habt ihr schon mit einem zusammengespielt? Oder gegen einen? Nein, gar keinen. Okay. Nee. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir in dem Fall den linken Verteidiger, Chilwell. Ja? Sicher. Sicher. Ich will einloggen. Für die Million. Ja. Ja, gut. Ja, gut, das war's dann. Bin ich gespannt, ob der Viel Glück gebracht. Timo glücklichere Hände hat. Ja, ich bin gespannt, wer von euch mehr Pack-Lack hat. 81 ist schwierig zu unterbieten, aber es ist möglich. Romagnoli ist der Beste. Immerhin, oder? Immerhin, ja. Besser als Kevin. Also den. Ja, den nehmen wir. Den kann man dann eintauschen. Ja gut, das war nicht so überragend. Machen wir. Das war... Also, danke schön. Nee, aber wir haben noch ein paar Packs. Wir haben noch ein paar Chancen. Genau, wir haben noch ein paar Chancen. Und zwar haben wir noch 100 K-Sets, das sind 20 Euro Packs. Die würde ich auch sagen, machen wir auf. Da fängst du wieder. Lass mal Timo anfangen. Ja, okay. Schau mal. Du hast eigentlich auch alle Sympathien verspielt jetzt. Das ist vorbei. Dann Vielleicht kann ich es ja wieder gewinnen. Vielleicht, ich hoffe. Dafür kommt jetzt was Gutes. Cool. 100%. Ja, wir haben keinen Workout. Das sieht man aber daran, wenn unten das Licht... wir haben einen Inform! Okay. Hier. Timo, du machst Richarlison. Das ist Richarlison. Gut, oder? Der ist super, ja, der ist super. Also das ist... Da muss er jetzt nachlegen. Team of the Week noch. Ja, das ist besser angefangen. Ja, das war bei uns mal Anfang. Jetzt Danke, warte, vielleicht Timo. ist dahinter, kommt noch was. Da könnte noch was kommen, das stimmt. Da könnte noch was kommen. Haben wir noch was? Guck, noch Ich hatte in meinem Leben, glaube ich, noch nie 2 Informs ein Pack. Ja, aber guck. Da hab ich doch. Und Van Dijk. Und noch. Okay. Alter, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Timo, du bist ein Fußballgott. Sehr gerne. Ein Gar kein FIFA-Gott. Problem. Das. Dadurch, dass ich weiß, was Van Dijk ungefähr wert ist. Ja, vor allem bist du ja auch selber im Team der Woche. Ich glaube, du hast auch mit EA gesprochen wahrscheinlich, ne? Gehe ich mal stark von aus. EA. Es geht doch nur über Beziehungen, merke ich gerade. Ja gut, aber du hast auf jeden Fall noch eine weitere Gelegenheit. Bitteschön, viel Spaß. Oh, selten. Okay, viel Glück. Genau. 20 Euro kostet das. Ich habe es erspielt, aber wenn man es kaufen möchte, kostet es 20 Euro. Ich bin gespannt. Haben wir diesmal ein Walkout oder ein Inform nochmal? Aber was seht ihr das jetzt? Unten, wenn das aufblinkt. Ich habe nicht aufblinkt, blinkt ganz am Anfang kurz auf. Okay. Wenn die Leinwand, Frankreich, Stürmer, ist Lacazette. Das ist Lacazette. Bei dem haben schon ganz viele gesagt, der sieht aus wie ich. Aber ich sehe aus wie Den habe ich auch schon mal Ähnlich, gezogen. Den habe ich auch schon mal gezogen. Ist das gut Ja? jetzt? Also Das bringt nicht so kein viel. Kredit Nee, der ist nicht Kredit so am viel. Gewinn oder nicht? Ja, wenn du einen Kredit bekommst, dann kannst du dir davon vielleicht einen Döner mit Zwiebeln kaufen. Oder ohne. Die Reihe für Zwiebeln wird es knapp, aber schlecht ist das nicht. Aber ja, ist okay. Ist okay. Wisst ihr, was ich auch ganz oft höre? Ach, ein Sonsi war auch da drin, habe ich auch schon mal gehört, dass er auch so will. Das ist immer so, wenn du irgendwie dunkelhäutig bist und einen Bart hast und keine Haare, dann sind da immer 100 Leute, die irgendwie ähnlich aussehen. Okay. Henri ist auch so der Klassiker. Ich wäre jetzt auf Henri. Ja. Habt ihr das irgendwie, dass ihr mal irgendwie in der Kindheit oder in der Jugend irgendwie das gesagt wurde, ihr seht aus wie der oder ihr spielt wie der oder hattet ihr irgendwelche spezifischen Vorbilder? Gar nicht? Auch nicht fußballerisch irgendwie? Wo ihr gesagt habt, okay, keine Ahnung, irgendwie... Ja, Oli Kahn damals, klar. Ja. Jetzt lass Kevin mal anfangen. Okay. Meinst du, das hilft? Ja, vielleicht hast du jetzt das gute Pack hier. Megapack, Megapack. let's go. Da könnten sogar eine Champions League-Karte drin sein. Schauen wir mal. Da ist eine Champions League-Karte drin. Das ist doch mal... Nee, ist keine drin. Ah, stimmt, ist ja immer blau. Olgas hier. Ja. Olgas hier. Ja. Timo, du machst das clever. Ja, das stimmt. Wenn jetzt bei mir wieder was Gutes kommt. Ja, das... Der 81 ist auch schwer zu unterbinden. Ich habe auch die Theorie, nachdem du ein gutes Pack gezogen hast, ziehst du danach Ja. 0. Also von daher ist das vielleicht eine ganz gute Taktik, wenn ich dich das Schlechte ziehen lasse und du das Gute Wenn ziehst. du heute draufhauen willst, ja. Ja. Timo, Ich gebe mein Bestes. mach mich nochmal glücklich. Ich gebe mein Bestes. Megapack, das nächste. Ah, kein Workout. Da kommt so ein ganz kurzer Aufblinker vom Logo. Wieder ein Brasilianer. Okay. Wer ist denn das? Giuliano. Kenn ich gar nicht. Eieiei. Bei Al-Nassr spielt er. Irgendwo in den Arabischen Emiraten. Habt ihr schon mal, wenn ihr jetzt das Pack seht,
Dann mal Adriano und Lance. Kennt ihr die Spieler? Habt ihr schon mal, oder Akinfeev, habt ihr schon mal gegen habt ihr schon mal gespielt? Ne? Spielen wir jetzt. Spielen wir jetzt, ja. ja. Lenz habe ich schon mal gespielt, Besiktas und Adriano auch. Gegen Adriano ist wahrscheinlich auch dein fast direkter Gegenspieler, ne? Wahrscheinlich, ja. War es sogar, ja. Im Rückspiel. Im Hinspiel hat er nicht gespielt. Hast du Erinnerungen an den? Was im Spiel? Der war nicht schlecht, der war auch bei Barca früher, oder? Ja, das kann sogar gut sein. Seko? Ja. War bei Barca, ne? Ja. Und Akinfeev, was sagst du über den? Als Torhüter-Kollege? Aber gleich viel wie du, Kevin. Guter Torwart. Ja, deswegen musst du ja sagen. Nein, ich finde den gut. Auch bei der WM gut gehalten, sozusagen. Ja, cool. Dann Timo, vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank. Bisschen Kevin? Abstand mitgebracht. Fast ganz so viel Dank. Nächstes Mal. Nächstes Mal, genau. Ja, nochmal vielen Dank an euch, dass ihr dabei wart und checkt auf jeden Fall Sekos Video ab, da sind die beiden auch am Start, das ist unten in der Beschreibung verlinkt. Danke an Adidas und danke an den DFB. Ich würde sagen, ja, die sollen ein Like da lassen, oder? Auf jeden Fall. Und vielleicht auch ein Abo oder so. Und kommentieren, genau. Und ja, das würde uns alle sehr glücklich machen, also ganz spezifisch mich. Wahrscheinlich bin ich der Einzige im Raum, der das glücklich macht. Aber ja, also ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Jungs, haut rein. In diesem Sinne. Ciao. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. I kept everything inside and even